Herzlich willkommen alle Blitzwritten-Möger, virtuelle Realitäten-Liebhaber und Menschen mit viel Geduld. Ich bin Sushiro und heute geht es um den Editor von Blitzwritten. Um genau zu sein, um das Thema, wie baue ich mir meine eigene Custom Map. Ja, wie ihr seht, nur für euch habe ich heute meinen Desktop aufgeräumt. Die einigen werden jetzt sagen, was, der sieht nicht immer so aus, um es kurz zu machen. Nein. Aber kommen wir zurück zum Editor. Dieser ist online verfügbar, das heißt, ich rufe ihn über einen Browser auf und die handelsüblichen habe ich getestet. Den Link zum Editor findet ihr bei mir in der Beschreibung. Und womit habe ich den getestet? Mit Mozilla, Edge und Chrome und Opera. Das hat alles ganz gut funktioniert, bis auf Opera. Da hat er ein paar Probleme gemacht. Hätte man jetzt vielleicht noch die ein oder andere Einstellung in Opera geändert, wie verarbeitet er JavaScript oder Cookies zulassen etc., hätte man ihn vielleicht dort auch zum Laufen gebracht, aber für das Video war das jetzt nicht relevant. Deswegen habe ich das dann später in Edge weitergeführt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Ja, wenn ihr das Ganze dann aufruft, landet ihr auf dieser Seite, habt hier eine Logging-Maske und das erste, was auffällt, es ist Chinesisch. Jetzt werden die wenigsten aus der deutschen Community Chinesisch sprechen. Daher gibt es dann oben auf der rechten Seite diese kleine Kugel, Erdkugel. Da kann ich draufklicken und es in Englische umwandeln. Die Seite lädt einmal neu, sieht dann identisch aus und das Ganze ist dann in Englisch. Wenn ihr das erste Mal aufruft, müsst ihr eure E-Mail-Adresse eingeben. Da könnt ihr die nehmen, die ihr zum Beispiel für euer Pico benutzt habt, um euch dort zu registrieren. Dann drückt ihr auf Senden Code. Ihr kriegt an die E-Mail-Adresse einen Code geschickt, den tragt ihr dann ein, lest euch die Regeln durch und stimmt ihnen zu. Dann geht ihr auf Login, beziehungsweise ihr startet mit Register Now. Dann könnt ihr noch ein Passwort vergeben und wenn ihr dann das nächste Mal die Seite aufruft, dann könnt ihr direkt über Account Login gehen und einfach dann mit eurer E-Mail-Adresse und dem Passwort, was ihr euch vergeben habt, einloggen. Ja, das machen wir jetzt mal. Ich hüpfe da schon mal hin. Meine Daten sind jetzt schon eingegeben. Ich stimme den Sachen zu und sage Login. Ja, jetzt bin ich praktisch im Startbildschirm des Ganzen. Wir sehen, ich habe hier zwei Sachen schon drin. Das eine ist eine Demo. Das Ganze ist also bei jedem direkt zur Verfügung. Da kann man sich mal angucken, wie haben die das dann gemacht, indem man einfach auf Edit Bitmap geht. Und ich habe schon mal einen gestern erstellt und deswegen auch die Begrüßung mit denen für Leute, die viel Geduld haben. Es dauert sehr, sehr lange, so eine Map ordentlich zu gestalten. Aber dazu später mehr. Ja, ihr habt dann mehrere Möglichkeiten. Also zum einen werden hier eure ganzen Maps, die ihr dann erstellt, gespeichert. Das heißt, ihr könnt immer nach den einzelnen Sachen suchen oben über den Search-Button. Im User-Menü habt ihr jetzt nichts. Ihr könnt also kein Avatar oder sonstiges hinterlegen. Ist dafür ja auch nicht nötig. Ihr habt einen Link zum User Guide. Der User Guide ist komplett in Englisch verfasst und mit Screenshots unterlegt und immer mal kleineren Videos, wo irgendetwas erklärt wird. Der User Guide ist auch nötig. Die meisten Sachen kann man sich relativ gut selbst erklären, aber es gibt eine Masse an Tastenkombinationen, um das Ganze dann einfach zu beschleunigen. Also rein theoretisch könntet ihr eure eigene Map bauen mit eigentlich nur der Tastatur. Ihr bräuchtet die Maus nicht. So, also wie gesagt, einen habe ich gestern schon mal erstellt. Das hat auch wirklich fast den ganzen Tag gedauert. Für euch habe ich aber jetzt nochmal was vorbereitet, damit ich euch zeigen kann, wie man das Ganze dann macht. Hier habt ihr dann noch die Möglichkeit, wenn ihr schon Songs habt oder von irgendjemand anders mal einen Song zur Verfügung gestellt wurde und ihr möchtet da reingucken oder irgendwas verändern, editieren, das Ganze, vielleicht einen anderen Schwierigkeitsgrad hinzufügen, könnt ihr also schon vorhandene auch importieren in diesen Editor.
Wir wollen aber natürlich eine neue machen. Deswegen gehen wir jetzt auf Create New Beatmap. Ja, dann lädt das neue Fenster, Add New Songs. Jetzt sehen wir hier, sind schon ganz viele Songs drin und die werden einem auch bekannt vorkommen, weil Blitzrhythm gibt hier alle Songs vor, die es bei Ihnen gibt. Das heißt, ich könnte jetzt jeden Song nehmen und den nach meinen Belangen und Wünschen abändern. Das heißt, einen Schwierigkeitsgrad erhöhen oder einfach die Noten umstellen, dass ich die Luftnoten und Fußnoten in einer anderen Reihenfolge haben will oder näher beieinander, weit auseinander, an irgendwelchen Stellen gar keinen. Also das heißt, ich kann vorhandene Songs jederzeit editieren und unter meine eigenen Sachen dann wieder importieren. Das ist aber gar nicht diesmal unser Ziel, sondern wir wollen unsere komplett eigene Custom Map kreieren. Das heißt, wir wählen einfach The Other Songs. Dann geht dieses Fenster auf, in dem ich dann die entsprechenden Bestandteile hinzufügen kann. Das heißt, wir haben einmal die Songfile, einmal ein Cover, den Namen des Songs, des Komponisten, Beat per Minutes und Offset wird automatisch ermittelt, wenn ich den Song reingeholt habe, und dann lege ich noch meinen Schwierigkeitsgrad da. Das sind genau die Schwierigkeitsgrade, die ich habe. Hier natürlich in Englisch betitelt. In der deutschen Version heißt es dann halt einfach normal, schwer und Profi. Ja, das OGG-Format wird gefordert bei den Songfiles und ist kein Beinbruch. Also das heißt, seid ihr Besitzer einer MP3 von irgendeinem Lied, dann gibt es ganz viele Online-Konverter. Ich habe jetzt hier mal einen genommen. Ich kann den Link später auch noch in die Beschreibung mit reinbringen. Also das heißt, hier ziehe ich jetzt einfach ein MP3-Lied rein. Ich habe ein freies jetzt mal genommen, was bei mir im Schnittprogramm von den Videos mit dabei ist. Also da heißt keine GEMA oder sonstige Sachen drin. Dann wähle ich, wohin ich das Ganze haben will, OGG, und sage, konvertiere das Ganze jetzt. Hättet ihr jetzt ein Lied, was größer wäre als 1 Gigabyte, was ja nicht der Normalfall sein wird, dann würde der nicht gehen. Der verlangt ab 1 Gigabyte Sounddateien Geld. Aber wie gesagt, diese Online-Konverter gibt es massenhaft. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Man zieht das Lied rein, sagt, in was man das gerne konvertiert haben will. Und dann kann man das Ganze wieder downloaden. Also OGG. So, ich mache das mal gerade. Jetzt fragt er mich, wo soll das speichern? Ich habe hier schon einen Ordner für angelegt. Was ich jetzt noch gerade mache, weil darauf legt der Wert, und zwar, dass es keine Leerzeichen gibt und keine speziellen Sonderzeichen. Also das heißt, wenn ihr irgendwo Leerzeichen drin habt, holt die vorher einfach raus. Das könnt ihr mit Bindestrich machen oder dass ihr das alles zusammenschreibt. Das ist dann egal. So, jetzt hat er das Ganze downgeloadet. Das heißt, das liegt jetzt in meinem speziellen Ordner, den ich dafür vorgesehen habe. Und das heißt, ich kann jetzt einfach das OGG-Format hier reinziehen. Also ich kann es einfach per Drag and Drop machen oder man könnte auch drauf gehen, dann würde die Ordneroptionen aufgehen. So, aber wir machen das jetzt per Drag and Drop. So, mein Lied ist jetzt drin. Jetzt ermittelt er ein bisschen was. Das dauert ein paar Sekunden. Und dann sehen wir, okay, das Lied ist relativ langsam mit 105,5 Beat und ein Offset von 510. Das ist das also, was der automatisch kalkuliert. Und jetzt kann ich dem Ganzen noch einen Namen geben. Das heißt, hier schreiben wir mal was. Wie nennen wir jetzt mal den Song? BR Editor Test Song Artist unbekannt. So, dann ein Cover habe ich auch schon mal vorweg erstellt. Also wie gesagt, 512 x 512 Pixel darf das Cover haben und muss im PNG-Format sein. Ich habe schon mal ein kleines Cover vorab erstellt. So, und wir müssen dann halt, wie gesagt, noch wählen, welchen Schwierigkeitsgrad wir haben wollen.
normal. Und jetzt sagen wir Create New Beatmap. Und dann landen wir schon im Editor. Oh, der ist jetzt da. Man sieht, ich habe an der Seite ganz viele Menüs, ich habe auf der rechten Seite was, ich habe unten was. Aber wir hüpfen mal einfach zurück ins Home. Jetzt sehen wir nämlich, hier ist jetzt was dazugekommen, und zwar mein BR Editor Testsong, und da kann man jederzeit wieder rein. Also drücke ich wieder auf Edit, lande ich wieder genau an dieser Stelle. So, der hat jetzt automatisch einen Beat-Rhythmus festgelegt. Man kann das variieren. Was damit gemeint ist, das ist, ich kann jetzt mit den Tasten, mit den Pfeiltasten zum Beispiel, immer eins weiter vorrücken an dieser Stelle. Also das heißt, ich bin jetzt hier bei 0. So. Und wenn ich jetzt mit den Pfeiltasten nach vorne hüpfe, dann nimmt der, okay, sagt er, das wäre mein Beat und die Hälfte davon. So kann ich also jetzt Noten verteilen. Möchte ich die Noten näher beieinander haben vom Beat, dann müsste ich das Ganze dann dementsprechend umstellen. Ich lasse das jetzt mal auf der Größe. Dann, was kann ich noch machen? Also, ich kann hingehen und die einzelnen Ansichten ändern. Also das ist meine Frontalansicht, das ist die, wenn ich starte, da ist. Ich kann mir das Ganze von der Seite angucken oder von oben. Und ihr werdet schnell merken, ihr werdet alle Ansichten auch brauchen, oder ihr könnt die rechte Maustaste gedrückt halten und dann könnt ihr selber eure Ansicht bestimmen. Also das werdet ihr auch machen. Ich lasse jetzt erstmal die Frontansicht. Dann auf der linken Seite, rechten Seite, Entschuldigung, haben wir dann unsere einzelnen Noten. Wir haben die Handnoten in Rot und Blau. Wir haben die normalen Fußnoten. Das sind die kurzen. Und dann gibt es ja auch diese langen Noten. Die sind dann ganz rechts wieder zu finden. Und dann habe ich noch solche Sachen wie Wände, die ich einbauen kann. Ja, hier kann ich dann umspringen auf, wie soll das Ganze dann gestaltet sein von der Optik her. Dazu kommen wir nachher dann noch, was man damit alles machen kann. Ich kann mir eine Vorschau angucken. Die ist jetzt bei uns relativ unspektakulär, weil ich sehe jetzt halt den Raum. Sonst nichts. Ja, also total unspektakulär. Bei Beatmap Settings kann ich wieder reingehen und kann automatisch gucken oder beziehungsweise dort dann Einstellungen anpassen per Hand. So, und dann kann ich das Ganze auch exportieren. Aber wie gesagt, das machen wir dann ganz zum Schluss. Das heißt, jetzt gehen wir erstmal an den Anfang. Wie füge ich dann da eine Note ein? Das ist jetzt die Sache, die extrem zeitaufwendig ist, also nicht das einzelne Noten einfügen, sondern ihr werdet immer wieder Noten einfügen, euch das anhören, ihr werdet in die Vorschau reingucken und wenn ihr dann meint, okay, das ist jetzt alles super, exportiert ihr das Ganze, spielt das auf eure Pico, was ich euch gleich auch noch zeige, wie das geht, und dann werdet ihr merken, oh, da muss ich noch was ändern, da muss ich noch was ändern, also wieder an den Song ran, wieder editieren, wieder exportieren. Und das wird mehrmals hin und her gehen, bis ihr dann den Song so habt, dass ihr sagt, ja, so habe ich mir das vorgestellt. So, ich mache mal gerade die Lautstärke hier ein bisschen runter, weil das war eben doch tatsächlich sehr laut. Also, wie füge ich denn jetzt Noten ein? Wie gesagt, es geht alles mit Tastenkombinationen. Also zum Beispiel hat er jetzt gerade die rote Handnote hier oben markiert. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, kriege ich die angewählt. So, ich kann jetzt weitere Noten verteilen und das mache ich, ihr habt vielleicht gesehen, ich habe jetzt nicht da geklickt, jetzt mache ich mal die 3, 4 und zwar mit den Tasten. Also das heißt, hier oben beginnt es mit der 1 von den Zahlentasten und geht dann bis zur 0. Also wenn ich jetzt die 0 drücke, erscheint das Ganze dann da. So, möchte ich irgendetwas löschen, kann ich diese Note anklicken, markieren und
die Entfernen-Taste drücken. Und schon ist sie wieder weg. Da auch weg, 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 weg. So, möchte ich jetzt gerne eine blaue Note einfügen, kann ich hier oben einmal die blaue Note wählen und markiere wieder da, wo ich sie hinhaben will. Oder wie gesagt, mit den Zahlen. Das Ganze ist so, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit mit der Maus immer dahin muss, um Rot oder Blau zu wählen. Auch dafür gibt es wieder einen Tastenanschlag, und zwar mit Q. Also das heißt, ich habe jetzt Blau oben gesetzt. Ich drücke jetzt einmal die Q-Taste. Ihr habt es vielleicht gesehen, er ist jetzt umgesprungen auf Rot. Das heißt, wenn ich da jetzt klicke, macht er Rot. So, und jetzt kann ich halt weiter. Entweder mit der Maus eins nach vorne oder ich kann auch die Pfeiltasten dafür benutzen. So, wir beginnen aber das Lied jetzt nicht direkt mit, dass man irgendwelche Noten schlagen muss, sondern ich schmeiße die nochmal gerade raus. Also, das heißt, wir gucken uns das Ganze an und wir fangen mal ganz einfach an und setzen einfach mal eine blaue Note. Dann hüpfe ich mit den Pfeiltasten weiter und setze eine zweite blaue Note. Nochmal mit den Pfeiltasten weiter, die nächste. So, warum hüpfe ich immer zweimal? Ganz einfach, wegen dem Abstand der Noten. Das ist natürlich das, was den Schwierigkeitsgrad in vielen Belangen ausmacht. Und ich habe jetzt den Schwierigkeitsgrad gerade normal genommen. Ob man noch größere Abstände braucht, das ist gefühlsmäßig. Also ich finde es ziemlich schwer. Wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Map gemacht im Normal, habe die auch mal kurz laufen lassen bei mir auf dem Headset, um zu gucken, wie funktioniert das dann, das Ganze. Und da war mir dann aufgefallen, dass ich ein paar Passagen drin hatte, wo ich sagen würde, okay, als normal ist das jetzt ein bisschen schwer. Also das heißt, ihr werdet viel testen und rumprobieren müssen, bis ihr dann irgendwann so ein Gefühl dafür kriegt. Und desto höher ihr selber spielt, also wenn ihr jetzt in Schwer oder Profi schon spielt, wird es euch umso schwerer fallen, einfache Level zu bauen. Das ist so, würde ich mal sagen. Also man kann das natürlich dann trotzdem machen, aber mir würde es persönlich dann schwerer fallen. So, ja, also jetzt haben wir ein paar blaue Noten drin, das ist ja ganz schick. Jetzt wollen wir ein paar rote Noten haben. Also jetzt hüpfe ich praktisch auf die andere Seite, habe einmal Q gedrückt, dass ich dann eine andere Note habe und setze jetzt mal ein paar rote Noten. So, jetzt gehen wir mal zurück, gucken uns das an und jetzt könnte ich das Ganze auch abspielen. Ja, wunderbar. So, und wenn man jetzt sieht, wie lang das Lied ist, das ganze Lied ist irgendwas um die 2 Minuten fast. Und ich habe jetzt bis hierhin Noten gesetzt. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange es dauert, dann da überall einzelne Noten zu setzen. So, und jetzt haben wir die Noten drin. Da Blitzridden natürlich gerade die Besonderheit hat mit den Fußnoten, können wir an der Stelle dann auch Fußnoten machen. Also wie gesagt, hier, das sind die kurzen Fußnoten. Ihr habt hier unten so einen Graphen, wo ihr dann sagen könnt, okay, wie ist die Position? Es funktioniert auch mit einer Tastenkombination. Jetzt will ich aber nicht lügen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wenn ich links die Sachen habe, dann arbeite ich mit Minus, kann dann Minus genau, hat er jetzt schon gemacht. Er hat automatisch 12 gemacht. Gut, interessant. Und was wäre, wenn ich jetzt Plus gedrückt hätte? Gar nichts. Okay. So, auch da kann ich wieder wechseln zwischen Blau und Rot mit der Q-Taste. Und das heißt, ich würde jetzt natürlich keine Blau, weil dann müsste ich tatsächlich springen mit beiden Füßen. Also das heißt, wir hüpfen jetzt hier mal ein bisschen weiter und setzen an der Stelle jetzt mal die blaue. So, jetzt kommt es darum, wie ihr das haben wollt. Wenn ihr das jetzt natürlich symmetrisch haben wollt oder ihr könnt, das finde ich natürlich dann in höheren Leveln immer ein bisschen viel, weil das Auge ist ja trainiert sich ja mit Blitzridden ein bisschen. Das heißt, ihr könnt natürlich die Position verschieben von den einzelnen Noten. Hier, das haben wir, wie gesagt, habe ich jetzt aus Versehen auf 10 oder aus Versehen einfach auf 10 gesetzt. Das will ich nicht auf 10, sondern es soll genauso symmetrisch sein zu dem anderen 12. Also das heißt, ich wechsle einfach dann ein bisschen hier rüber
Und dann habe ich das jetzt auf 12 gesetzt. So habe ich jetzt 2 Fußnoten drin. Ganz normale. So, jetzt möchte ich lange Fußnoten haben. Dafür wähle ich dann an der rechten Seite einfach die Long Note 1. Ich fange wieder mit Rot an. So, wähle eine Position. Könnte also auch theoretisch hier zum Beispiel sagen, fast mittig, -1. Ich habe jetzt einmal geklickt. Damit sind die lange Note ist jetzt gesetzt. Und wenn ich jetzt mit dem Scrollrad hier drehe und weiter hüpfe, dann kann ich die Länge bestimmen, die sie hat. So, dann klicke ich noch einmal und dann ist die Länge festgelegt. So, jetzt kann man natürlich dann hingehen, okay, jetzt haben wir eine rote Note gesetzt. Wir halten das alles relativ einfach. Das heißt, wir nehmen jetzt die blaue und setzen die dann mal genauso lang. So. Also das heißt, einmal anklicken, um sie zu positionieren. Dann könnt ihr mit dem Mausrad die Länge bestimmen und bis ihr dann an der Stelle seid, wo ihr wollt, klickt ihr nochmal mit der linken Maustaste und dann habt ihr die Länge bestätigt. Wir gucken uns das Ganze mal von oben an. So sieht das aus. Beide sind jetzt gleich lang und theoretisch können wir dann dazu auch noch passend Noten setzen. Also Luftnoten. Das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich setze jetzt eine rote und eine blaue an der Stelle und hier gehen wir auch in die Mitte und machen das dann identisch, eine blaue, eine rote. So, und das könnt ihr dann praktisch durch die ganze Map durchmachen. Wir kommen noch zu den Barrieren, die ich habe. Wenn ich dann also Obstacle hier an der Seite anklicke, dann wird mir eine Möglichkeit der Barrieren angezeigt. Da gibt es allerdings noch einen Bug. Und zwar, wenn ich habe in meiner anderen Map mehrere solche, wie soll man sagen, Hindernisse eingebaut, die also oben am Kopf sind, wo man sich drunter hinweg ducken muss. Und der hat das Ganze aber so gemacht, als ob das 2 Bereiche wären. Also das heißt, das Ding ist tatsächlich sehr, sehr niedrig und ja, man muss sich praktisch auf den Boden schmeißen, um da drunter durchzukommen. Deswegen habe ich die im Nachhinein bei mir wieder weggemacht. Also das scheint noch ein Fehler zu sein. Oder ich habe tatsächlich irgendwas falsch gemacht. Ich habe es ein paar Mal kontrolliert, ob ich nur die obere Zeile auch ausgewählt habe. Das war so und trotzdem hat er mir praktisch 2 Zeilen im Spiel dann gemacht. Ich werde das reporten im Discord von denen und dann mal gucken, was bei rauskommt. Aber solche Sachen sind dann hier möglich. Also ich kann jetzt auf der Seite so etwas setzen, kann dann sagen, okay, jetzt soll ein bisschen Bewegung rein. Also nach links sollen die Leute jetzt gehen. Jetzt sollen die Leute nach rechts gehen. Und das mache ich einfach, indem ich die linke Maustaste bei einem Kästchen anfange, das gedrückt halte und dann in die entsprechende Richtung ziehe. So. Oh, das ist natürlich ein super Beispiel. Es ist jetzt in einen Fehler gelaufen, Reading Alpha. Keine Ahnung, was er damit meint. Das Ganze ist dann auch wieder in Chinesisch. Ich hüpfe jetzt einfach mal zurück, bis wir da wieder kommen. So, jetzt sind wir wieder da. Er lädt mir wieder meine Map. Ja, also wir sehen, es gibt ab und zu mal ein paar Bugs. Mir wäre jetzt nicht klar, dass ich hier irgendwas falsch gebaut habe. Ne, habe ich auch nicht. Sieht auch alles gut aus. Funktioniert. Wir können die Ansicht nochmal wechseln. Das haben wir jetzt fabriziert. Liegt an den richtigen Sachen. Wir können auch von oben noch gucken. So sieht das Ganze aus. So, und dann halt, wie gesagt, könnt ihr euch die Map dann anhand eures Schwierigkeits zusammenstellen. So, das sollte jetzt für den Test erstmal oder beziehungsweise so für das Vorzeigen, was dann möglich ist, reichen. Was ich noch vergessen habe, wir kennen ja noch alle die langen Noten, sprich, die irgendwo beginnen und wo ich dann einfach nur der Saber beziehungsweise das Schwert, Degen, was auch immer für eine Waffe ich in der Hand habe, wähle, um dann mehrere zu schlagen. Das ist noch eine ganz wichtige Sache. Das heißt, hier
wähle ich jetzt mehrere hintereinander. Und da merkt ihr vielleicht, dass ich da den kurzen Abstand gehe tatsächlich, dass es nicht so, dass es ein flüssiger Übergang ist. So, und jetzt kann ich die halt alle markieren, diese Noten. Ich hoffe, ich erwische sie auch alle. So, die noch und das war's. So, und jetzt habe ich hier an der Seite und kann dann halt sagen, gruppiere mir diese ganzen Sachen. Dann kriegen die so einen roten Punkt und dann sind das diese typischen, wo ich das erste schlagen muss und dann die anderen nur noch berühren. Die machen ja mal relativ viel Spaß im Spiel. Und wenn ich jetzt eine davon markiere, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, Switch zu allen. Das heißt, jetzt habe ich alle von diesen Fast Wall, nennen sie das, genommen. Kann die natürlich auch wieder auseinandernehmen, angruppieren. Ich kann Sachen verschieben, also jede einzelne Note oder jedes einzelne Sache. Dafür nehme ich jetzt mal beispielhaft hier so eine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, na, die Position ist jetzt blöd, ich wollte es eigentlich ein bisschen weiter nach hinten haben, dann kann ich nach vorne drücken. Man sieht auch, wenn ich die Maus drüber halte, kriege ich auch das Tastenkürzel, also mit Steuerung Pfeil nach vorne oder umgekehrt Pfeil nach hinten kann ich das Ganze auch bewegen. So, jetzt holen wir die aber wieder zurück. Ja, also ich kann auch das Ganze tauschen. Also wenn ich sage, hier, hüpf jetzt mal dahin, dann einfach Vertikaltausch oder bei denen macht es jetzt natürlich keinen Sinn, hatte ich irgendwelche an den Seiten. Hier, da, wir nehmen die einmal. Und ach ja, wenn ihr irgendwelche Noten markiert habt und wollt die nicht einzeln demarkieren, dann könnt ihr auch mit Deselect, dann habt ihr auf einen Schlag alle Noten gewechselt. So, demarkiert. Und hier funktioniert das natürlich dann genauso, nur in die andere Richtung. Also immer mit denen, ich kann Noten kopieren, ich kann ganze Noten mehrere auswählen, die auf einen Schlag gruppieren, wieder irgendwo einfügen, damit ich einfach nicht immer diese wiederholenden Tätigkeiten habe. Am Anfang macht man das noch alles einzeln, einfach um auch das zu verstehen, wie es funktioniert. Später wird man sich dann solcher Hilfsmittel bedienen. Ich kann zu bestimmten Sektionen vom Beat springen. Dafür muss man natürlich wissen, welcher Beat das dann ist. Ich kann eine ganze Menge Sachen löschen. Ich kann mir View Group Notes, wenn ich jetzt Gruppierungen gemacht habe, dann zeigt er mir die an, kann da dann hinhüpfen. Ja, also man sieht, man kann eine ganze Menge einstellen. Man lässt das dann normalerweise immer wieder durchlaufen, um dann zu gucken, wie schaut das Ganze aus. Dann habe ich halt noch das Event. Da habe ich ja gesagt, da kommen wir später zu. Das Event zeigt mir praktisch an, wie das Ganze dann optisch aussehen kann. Wenn ich da jetzt hier anfange, man sieht, ich habe linke Seite, rechte Seite Licht, ich habe eine Main-Szene, ich hatte einen Rhythmuslicht, eine Spezialszene 1 und 2. Lichter rechte und linke Seite, klar sind Lichter, die auf der rechten oder linken Seite in meiner Szene drin sind. Die Main-Szene, die lassen wir mal gerade hier vorne, so, damit man das einfach mal sieht. Hier vorne ist dann die Main-Szene und dann kann ich die starten lassen direkt am Anfang. Und wenn ich möchte, dass die beendet wird, dann kann ich hier wählen Status Off und sage, okay, die Main-Szene endet jetzt. Ich kann Spezialszenen, also das werdet ihr bei den Maps, die ihr ja schon alle gespielt habt, wahrscheinlich schon wissen, dass sich die Map immer ein bisschen verändert. Also entweder wird es Tag, es wird Nacht oder wenn es irgendwelche abstrakteren Sachen sind, dann werden die neu zusammengewürfelt. Und das sind dann praktisch diese Spezialszenen und die kann ich dann positionieren. Dem würde ich am Anfang noch nicht so viel Bedeutung zuordnen. Genauso wenig wie mit dem Licht. Also das kann ich halt alle anschalten, das Licht. Das kann man dann sagen, okay, das Licht soll langsam Fade-in sozusagen angehen. Und kann dann natürlich sagen, okay, Licht geht auch irgendwann wieder Fade-out. Und da kann man dann halt dementsprechend Sachen setzen. Wenn man die dann halt wieder weg haben kann, dann kann man die auch löschen. Dafür einfach wieder markieren und dann entfernen drücken. Na, wenn man sie dann erwischt. Und dann sind sie auch wieder weg. Die Sachen, die man eingefügt hat.
Also das heißt, hier nimmt man dann praktisch Einfluss auf die Optik und jo, da lassen wir mal auswählen. So. Naja, auf jeden Fall kann man da dann noch Sachen von der ganzen Szene, kann das Ganze sich dann betrachten im Preview. Da müssen wir jetzt mal hin. Ja, und so sähe meine Map dann ungefähr aus. So, jetzt habe ich ja keine Szene mehr gehabt, also die Main-Szene habe ich ja nur bis zu einem kleinen Teil gemacht, deswegen ist jetzt alles dunkel. Und ja, wenn ihr dann fertig mit der Map seid, dann geht ihr einfach auf Export. Dann fragt er, ob er das Ganze exportieren soll. Und dann geht er hin und macht daraus ein ZIP-File. So, das Ganze habe ich schon gemacht mit meiner Map, die ich gestern gebaut habe. Also das heißt, die habe ich schon exportiert. Und das machen wir gerade nochmal. Also das heißt, hier kann ich auch direkt drauf gehen, muss also nicht da reingehen. Sagt dann einfach Export. Dann sagt er, okay, wo soll die gespeichert werden? Ich sage nochmal speichern unter. Hier, ja, wunderbar. Jetzt hat er das gemacht und ich hole jetzt mal den Ordner hier rüber. So, mal ins Bild reinholen. Da ist er. Also, das ist jetzt mein Export gewesen, den ich gemacht habe. Ich habe das Ganze gestern mit dem Lied Hit the Road Jack Electro Swing Remix gemacht. Ist ein meiner Lieblingssong, gerade für solche Rhythmus-Sachen. Ich verkürze das Ganze jetzt noch, also das heißt, das Datum schmeiße ich jetzt noch raus. Dann muss man das Ganze entpacken. Ich mache das jetzt einfach hier direkt rein. So, und dann kommt der wichtigste Punkt. Und dazu kommen wir gleich, weil ihr müsst es dann noch auf eure Pico kriegen. So, jetzt habe ich meine Pico angeschlossen in der Zwischenzeit. Ja, könnt ihr sagen, schlecht vorbereitet. Stimmt, habe tatsächlich nicht dran gedacht an das Ganze. So, also den Song hatte ich ja schon entpackt. Und hier sehen wir jetzt meine Pico. Dort gehen wir dann einfach mal rein. Wir sehen ganz viele Ordner. Die meisten werden es ja kennen. Und dann gibt es diesen Ordner. Den gehen wir rein. Dort haben wir drunter stehen Custom Songs. Und ich habe das schon gemacht, wie ihr seht. Da habe ich einfach diesen Ordner rübergezogen. Wie man sieht, ich hatte vorher noch spitze Klammern drum. Die habe ich noch rausgeholt. Einfach um zu verhindern, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. Ja, und das ist dann, was dann im Ordner drin ist. Und damit seid ihr dann mit der Sache am PC im Grunde schon fertig. Beziehungsweise PC, das Ganze geht auch über einen Mac. Weil, wie gesagt, das Ganze ist ja ein Online-Geschichte über den Browser. Also das heißt, ich kann das theoretisch mit jedem Endgerät machen. Ich habe es mal auf iOS-mobilen Geräten probiert, also mit dem Handy. Aber dadurch, dass einem dann natürlich die ganzen Tasten fehlen etc., funktioniert das damit mehr recht als schlecht. Ja. So, gut. Also wir hören uns gleich wieder, weil wir gucken uns dann einfach mal in die Map an, wie sie geworden ist. So, jetzt habe ich die Pico auf. Bin auch schon in Blitz Rhythm reingegangen, habe auch schon meine Tracker kalibriert. Da müsst ihr ja nicht bei zugucken. Bitte wähle ein Lied und aus. Gehe jetzt einfach nochmal zurück. Also das heißt, ich gehe jetzt in den Solo-Modus, ganz normal. Bitte wähle ein Lied und aus. So sieht das Ganze ja aus, wie ihr es kennt. Und dann gibt es die benutzerdefinierte Liste. Und die ist jetzt bei mir leer, aber es steht schon mal dran. Bitte kopieren Sie Ihre benutzerdefinierten Beatmaps in den Ordner des unten angezeigten VR-Geräts, drücken Sie anschließend auf Importieren. Das haben wir gemacht. Wir haben uns unser Cypher Custom Songs, haben wir das Ganze ja reingelegt. Und ihr könnt das theoretisch sowohl als ZIP auch und als Nicht-ZIP da reinlegen. Wir haben es jetzt schon direkt entpackt. Und dann drücken wir einfach Importieren.
Da ich jetzt nur eine Sache da drin habe, findet er das direkt. Und wenn ich das Lied jetzt anwähle, taucht es auf und ich bin im Normalmodus. Das war den ich gewählt habe. Ich habe Übungsmodus noch an. Hier noch Gott-Modus, Autoschritte, weil ich gestern da mal einmal probiert habe. Und ja, dann gucken wir uns die Map doch mal an, ob sie spielbar ist, die ich gestern gebaut habe. Ich nehme jetzt mal hier Standard-Map, meine Lieblingswaffe, wie gesagt die Rose. Und dann gucken wir doch mal. Don't treat me so mean. You're the meanest old woman I ever seen. I can't see if you think so. I'm like a thing they know. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. I don't care if you do it, sometimes do you ain't got no money, I get another. I don't care if you do it, sometimes do you ain't got no money, I get another. Well, I just think you think so. I pack up my things and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Must be talking. I'll be back on my feet someday. I don't care if you do anything, you ain't getting money, it's just another. You say so. Fuck if my days and go. Can't see you say go. Fuck if my days and go. Hit the road, Jack, and don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't come back no more. Oh yeah, Jack, and don't come back no more, no more, no more. And don't you come back no more. Jo, das war die Map. Wie ihr seht, ja, muss ich daran noch ein bisschen was feilen. Der Schwierigkeitsgrad ist noch nicht so ganz ausgereift. Ein paar Sachen sind für normal ein bisschen zu nah beieinander. Aber grundsätzlich, sie lässt sich spielen, hat auch einen ganz guten Bewegungsablauf. Wenn ich sie jetzt mehr als zweimal spielen würde, dann kriegt man auch ein Gefühl dafür. Aber hier ging es ja darum, wie mache ich erstmal eine Custom Map. Und ich denke, das war doch ein ganz gutes Beispiel, wie man das machen kann. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Ich hoffe, ich sehe demnächst ganze Menge neue Custom Maps, von denen ich natürlich dann auch profitiere, weil ich mir die dann natürlich auch ziehe und gucke, was dann so alles geht. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Schauen und man sieht sich. Macht's gut.